Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf ein Problem mit den Zahlen. Und dabei meine ich nicht etwa die Zahlungsmoral von Berlin, denn wir haben für den BR noch nicht eine Rechnung bezahlt. Aber auch nur, weil wir ein Zahlungsziel von 90 Jahren haben. Wobei eigentlich haben wir nur 90 Tage, aber der BR-Chef Engelbert Lütke-Dahldrup, der hier zeigt, wie groß die Eingangstüren vom Hauptterminal sind, hat das einfach händisch in jede Rechnung geschrieben. Und was bei Schalke 04 klappt, klappt bei uns erst recht. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal von einem weiteren Schokoladenhersteller, der in der Schweiz sitzt. Und weil ich hier keine Werbung machen will, sage ich nicht, dass es Lindt ist, sondern nenne ihn einfach mal Blind. Denn genauso verhalten sich die Schweizer Steuerbehörden seit Jahren den Steuertricks von Lindt gegenüber. Falls du also auch mal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um Wirtschaftsprüfer, wie zum Beispiel A, auch früher als Ernst & Young bekannt, die solch tolle Imagefilmchen machen. Das Vermächtnis der großen Frauen und Männer der Geschichte liegt in einer einzigen Frage begründet. Gibt es einen besseren Weg? Diese Frage verlieh den Menschen Flügel. Deshalb ist es unsere Bestimmung, eine Welt zu schaffen, die besser funktioniert. Die Frage ist, was wird Ihr Vermächtnis sein? Und ob nun A eine Welt geschaffen hat, die besser funktioniert, gerade nach dem letzten Wirecard-Skandal, sei einmal mehr als nur dahingestellt. Aber warum braucht die Welt Wirtschaftsprüfer? Danke für diese hervorragende Frage an die dafür entsprechend bezahlte Stimme aus dem Hintergrund. Wirtschaftsprüfer dienen dazu, einmal im Jahr die Geschäftsbücher des beauftragten Unternehmens unter die Lupe zu nehmen, um eventuelle Missstände aufzudecken. Denn oftmals haben viele Unternehmen da entweder einen Tunnelblick entwickelt, was nur eine klassische Ausrede ist, wenn man einfach selber nicht mehr weiß, was da alles im Unternehmen so passiert. Oder gerade wenn ein oder mehrere Mitarbeiter buchhalterisch kreativ unterwegs sind und Geld in die eigene Tasche fließen lassen, weiß das Unternehmen dies normalerweise ja nicht. Wirecard einmal ausgenommen oder die FIFA. Für Firmen sind Wirtschaftsprüfer auch extrem wichtig, da jede größere Firma jedes Jahr einen Jahresabschluss veröffentlichen muss. Und gerade diese Jahresabschlüsse werden fast ausschließlich von Wirtschaftsprüfern testiert. Für ein Unternehmen wiederum ist so ein Testat eines Wirtschaftsprüfers wie ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel, bei dem Banken und Investoren wissen, dass sie ihr Geld dort sicher investieren können. Wirecard einmal ausgenommen oder die FIFA. Nun könnte man denken, dass es bestimmt Millionen Wirtschaftsprüfer da draußen gibt, aber eigentlich gibt es nur noch die sogenannten Big Four. Dazu zählen A, KPMG, PwC und Deloitte. Und was klingt wie die Zusatzstoffe in einer Tafel Lindt-Schokolade, ist genau auch das. Denn diese vier haben den Markt der Wirtschaftsprüfer weltweit unter sich aufgeteilt. Und gerade größere Firmen brauchen international verzahnte Wirtschaftsprüfer, die notfalls auch alle juristischen Tricks kennen. Wobei, was heißt notfalls? Die definitiv alle Tricks kennen. Und trotzdem, oder gerade wegen der Big Four, kommt es immer wieder zu Bilanzskandalen, wie auch erst vor kurzem bei Wirecard. Vom Aushängeschild zum Buhmann. In Rekordzeit hat der Zahlungsdienstleister Wirecard sein Renommee verspielt. Fast 2 Milliarden Euro Bilanzsumme, wahrscheinlich frei erfunden. Markus Braun, die schillernde Gründerfigur, hatte kurz vor seiner Festnahme noch schnell seine eigenen Aktien verkauft. Der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young sieht einen weltumspannenden Betrugsfall. Das Problem, er selbst hatte Wirecard noch 2018 ein einwandfreies Zeugnis ausgestellt. Ja, jahrelang hat A die Bilanzen von Wirecard gecheckt und alles für supi befunden, obwohl es schon seit 2018 Gerüchte gab, dass gerade im asiatischen Geschäft nicht nur der Wurm drin ist, sondern aktiv betrogen wurde. Nun könnte man natürlich annehmen, dass Bilanzskandale super selten sind, weil es ja Wirtschaftsprüfer wie A gibt, deren eigentlicher Job es nur ist, Bilanzskandale zu verhindern. Nur sind Bilanzskandale eben nicht super selten. Dabei ist einer der berühmtesten und nachhaltigsten Bilanzskandale nicht etwa der Fall Enron in den USA, sondern bei einer sympathischen und von zwei ehrlichen Brüdern,
geführten Investmentbank namens Lehman Brothers. Deren Bilanzen übrigens jahrelang ein fettes Like gab. Und dieser Bilanzskandal nur zu einer kleinen Weltwirtschaftskrise führte, die sogar noch bis heute nachwirkt. Aber auch bei uns sind Bilanzskandale gang und gäbe. Sei es 1994 beim Bielefelder, was schon der erste Warnhinweis hätte sein müssen, Sportbodenunternehmen Balsam Procedo, wo in der Bilanz Forderungen standen im Wert von knapp 1 Milliarde Euro, obwohl es nur 20 Millionen waren. Oder 2000 beim Unternehmen Flowtex aus Ettlingen, wo die Geschäftsführung aus nur 270 Bohrmaschinen über 3000 Leasinggeschäfte geschafft hatte zu kreieren. Davon träumt die VW Leasing seit Jahren, nämlich ein Auto an 100 Menschen gleichzeitig zu verleasen. Oder die Bochumer Phenomedia AG, die eigentlich keiner kennt. Ganz im Gegensatz zu ihrem erfolgreichsten Produkt. Ja, Phenomedia hat einst das Moorhuhn erfunden, was der deutschen Wirtschaft über Jahre Milliarden gekostet hat, da Menschen lieber 8 Stunden am Tag Moorhühner abgeschossen haben, als wirklich zu arbeiten. Und auch wenn der YouTube-Kanal gleichen Namens vermutlich rein gar nichts mit der echten Phenomedia zu tun hat und mittlerweile die Rechte vom Moorhuhn bei Young Fun Studios liegen, was auch eher nach einer Pornoproduktionsfirma klingt, so stehen aber die Kommentare unter dem Video perfekt für alles, was auf YouTube noch heute läuft. Sei es ein klassisches, bisschen banales Video oder ein Copy-and-Paste, Abo gegen Abo oder gar ein unmotiviertes Allah Akbar, was auch noch falsch geschrieben wurde. Eigentlich lernt man das doch im Ausbildungscamp beim IS auf Twitter im ersten Tweet. Aber wirklich brillant ist die Antwort darauf, nämlich wohl eher Allahu Akbar. Besser hätte nicht einmal ich das schreiben können nach 4 Kölsch. Nur den Schaden der Bilanzskandale tragen in den seltensten Fällen die verantwortlichen Geschäftsführer oder die wegschauenden Aufsichtsräte, sondern die Mitarbeiter, die nun ihren Job verlieren, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Wie bei Steinhoff, ein Möbelhersteller, ursprünglich aus Westerstede, der irgendwann glaubte, das nächste Ikea zu sein. Aber da man eben nicht wie Ikea DDR-Strafgefangene nutzen konnte, um die billigen Regale zu bauen, und man gerade das HQ nach Südafrika verlegt hatte, wurden einfach die Bücher frisiert, damit man doch wie Ikea aussah. Und weil dann der Aktienkurs nach Bekanntwerden dieser Bilanztricks schneller in den Keller rauschte, als Jan Masalek einen Flieger nach Belarus erreichen kann, traf dies besonders hart südafrikanische Rentenfonds, die in Aktien von Steinhoff investiert hatten, mit katastrophalen Auswirkungen für sehr viele Menschen in Südafrika. Die größten Auswirkungen hat das Steinhoff-Desaster in Südafrika. Ein Pensionsfonds hatte hunderte Millionen in Steinhoff-Aktien investiert, zur Altersvorsorge. Zum Beispiel von Noma Bandler Selignana. Sie macht sich große Sorgen um ihre Pension und ihre beiden Kinder. Das betrifft auch meine Kinder, weil irgendwann gehe ich in Rente und das Geld soll auch für meine Kinder da sein. Natürlich auch für mich, wenn ich älter bin. Ich bin wirklich fassungslos. Und die ehemaligen Steinhoff-Vorstände Markus Joste und Ben Lagrange sehen als Schuldigen für den Bilanzskandal nicht etwa sich selber oder ihre Vorgänger, sondern einzig die Wirtschaftsprüfer von Deloitte, weil die es ja nicht mitbekommen hatten. Das ist in etwa so, als ob du mit deinem Auto mit voller Absicht gegen eine Wand fährst, um die Versicherung abzukassieren. Aber nicht du daran schuld bist, sondern die VW-Mitarbeiterin am Band in Wolfsburg, die das Autoradio eingesetzt hatte und nicht mitbekommen hat, dass du gegen eine Wand gefahren bist. Also fassen wir einmal zusammen. Quis custodiet, ipsos custodes. Jeder mit mindestens einem kleinen Latinum gibt mir gerade einen Pollex hoch. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Niemand. Die Wirtschaftsprüfer, alles Privatunternehmen, sind selber die höchste Instanz, die sicherstellen soll, dass alles korrekt ist. Also wie Facebook auch selber sicherstellt, dass es keine Hassreden auf Facebook gibt
Zumindest auf der Login-Seite, bevor die richtig geladen ist. Und selbst wenn ein Bilanzskandal rauskommt, trifft das kaum die Wirtschaftsprüfer, die jahrelang entweder nicht wirklich sich alles angeguckt haben oder es nicht sehen wollten. Für das alles droht im schlimmsten Fall dem Wirtschaftsprüfer nur ein kleines Bußgeld. Und das ist genauso hart, wie wenn man Michael Myers für das Töten von Cheerleadern damit bestraft, dass er an Halloween auf ein Haus voller Cheerleadern aufpassen soll. Mike, keine toten Cheerleader vor dem Abendessen, okay? Mit dem Testieren von Jahresabschlüssen und diversen weiteren Beratungsdiensten machen die Big Four jedes Jahr rund 130 Milliarden Euro Umsatz. Zudem arbeiten die vier wie ein Kartell, wo der Markt zwischen ihnen komplett aufgeteilt ist. Und solange nicht der Gesetzgeber dort endlich eingreift und vor allem die Wirtschaftsprüfer auch voll in Regress setzt, bei Fehlern, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Eine Welt zu schaffen, die besser funktioniert. Aber noch eine kleine Sache. All die Skandale heute waren lediglich nur die Spitze des Eisberges, denn ich könnte alleine eine ganze Show nur mit Bilanzskandalen füllen. Und auch den Aufstieg und Fall von Wirecard sollten wir uns an einem anderen Tag mal etwas genauer angucken. Denn das ist nicht einfach nur eine Firma, die mal eben Mist gebaut hat, sondern wie es aussieht, ist selbst eine römische Orgie dagegen ein Kindergeburtstag. Gerade bei einem so bizarren Ex-COO wie Jan Marsalek, der angeblich Sushi nur von einer nackten Frau essen kann. Was übrigens super unhygienisch ist und man gerade die Sesamkörner aus eigener Erfahrung nicht mehr aus den Ritzen bekommt. Jan Marsalek, der zudem mit seiner angeblichen Nähe zum russischen FSB prahlte und es sich auch nicht nehmen ließ, ein offizielles Schreiben von Granada zu fälschen, nur um einen Termin beim berühmt-berüchtigten Hacking-Team in Mailand zu bekommen, um auf deren Spionagesoftware einen Blick werfen zu können. Wohlgemerkt, eine Firma, die allumfassende Spionagesoftware nur an Länder verkauft und nicht an Privatfirmen. Das alles ist nicht nur bizarr, das ist super total crazy. So crazy, dass es mich nicht wundern würde, wenn das als nächstes bei Netflix unter House of Wirecards läuft. Netflix, bei Interesse? Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!